Warte mal. Kommt das ungefähr hin? Ja. Boah, Männer. Kommt das ungefähr hin? Also, Das vielleicht, ja. Je nachdem, ob das Eisbad befüllt ist oder nicht. Hier sitzen wir wieder. Mann, Mann, Mann. das ist jetzt quasi. Ich weiß gar nicht, wo ich euch abholen kann. Ich meine, letztes Mal aus dem Sensakan und jetzt wieder im Atelier. Und wir sind wieder zurück an der Arbeit, in der Arbeitsstelle. Ich habe schon hier wieder angestempelt. Denn wir haben, ich habe schon zu Markus im Auto auf der Fahrt ins Gym gesagt, es ist gerade schwierig für mich, das alles so in zeitlichen Rahmen festzuhalten, denn wie einige andere auch, hat es mich erwischt. Blödester Zeitpunkt natürlich, danke, liebe Krankheit, hast du dir ausgesucht. Dementsprechend war ich die letzten 3-4 Tage ja nicht unter den Lebenden. Ich habe dann auch mit ein paar anderen Athleten geschrieben, die auch in Offenbach waren. Die hat es auch ein bisschen erwischt. Also ich glaube, da ging außer Bodybuilding-Geschichte auch noch ein paar Viren umher. Aber jetzt ist der erste Tag, wo ich Markus morgens gesagt habe, Junge, lass was drehen. Ich will ich da nicht immer so erst in langen Abständen Content geben. Und auf der anderen Seite ist auch gut zu sehen, hey, so sieht bei mir ein Wiedereinstiegstraining aus. Wir machen heute ganz gediegen Arme, also wirklich nur durchpumpen, nicht übertreiben, nichts überstürzen. Der Körper gibt euch auch Signale. Ich dachte mir heute Morgen, ein vollwertiges Beintraining oder richtige Rückenschlacht geht auf gar keinen Fall. Deswegen einfach ein bisschen Kreislauf aktivieren, schön Pump abholen, richtig aufblasen. Die Keulen sahen ja gar nicht schlecht aus auf dem Wettkampf. Hat der ein oder andere gefeiert. Heute ist der 23. Es müssten so 16, 17 Tage sein, ne? Ich überleg mal. Und wir sitzen hier. Nächsten Freitag fliegen wir. Ja, krass. Nee, nächsten. Ja, also nicht der jetzt, sondern der drauf. Stimmt. Alter. Ja, das meine ich eben. So lost, einfach so lost. Der Olympia, der dieses Jahr kommt, der ist auf jeden Fall Bonus zu diesem Saisonauftakt. Ich sag's euch, also es wird nur eine Sache geben, was der Olympia machen wird. Und zwar mich fürs ganze nächste Jahr sowas von motivieren. Weil, ich will nicht immer so, das soll gar nicht abgehoben klingen oder so, nicht irgendwie Shots feiernd oder so sein, aber der beste Deutsche im Open zu sein, ist jetzt für mich nicht so, dass ich jetzt sagen kann, okay, darauf ruhe ich mich jetzt aus oder so, sondern ihr habt jetzt gesehen, das war ein kleiner Vorgeschmack, was ist möglich, wenn da nicht dieses scheiß Gewichtslimit oben drauf ist. Und ja, nächstes Jahr will ich was so schaffen, wo wir dann mit Deutschland und deutschen wehenden Fahnen beim Olympia mitspielen können. Das auch vorweg. Gab ja in der Social Media Bubble beziehungsweise in den Bodybuilding News viele Gerüchte, ich würde den Olympia nicht machen oder ich soll den Olympia nicht machen. Warum? Sean Ray hat sich dazu geäußert irgendwie, und ich kann es ehrlich gesagt, auf der einen Seite auch verstehen, weil er und Phil Heath sehen mich zum Beispiel als potenzieller Top 3 bis Top 5 Kandidat in den nächsten Jahren. Das ist wichtig dazu zu sagen. Und die sagen halt, okay, mach den nicht, nutz jetzt die Zeit, um aufzubauen, wo ich irgendwo verstehen kann, wo ich dann aber auch sage, ey Leute, die 3 Wochen, mehr oder weniger, weißt du, Off-Season, die werden mich jetzt nicht 5 Kilo schwerer machen oder irgendwie 5 Kilo leichter, besser, whatever. Also die werden von der Zeit und also wir sind ja formtechnisch, muss man jetzt nichts mehr machen. Ich muss jetzt einfach nur noch Nicht krank werden. 13 Tage, 14 Tage chillen, am besten ein paar gute Trainingseinheiten noch, um wieder ein bisschen Leben reinzubringen, weil die Krankheit jetzt schon noch ein bisschen Flachheit hinterlassen hat. Das machen wir auch heute, aber dann stelle ich mich dahin und saug die Experience auf. Das ist das, was ich lustigerweise bei meinem ersten Olympia
unbewusst damals gemacht habe, da kam auch dieser virale Dance-Clip zustande, können wir mal vielleicht einblenden vor diesen Mädels von nicht Bam Energy, irgendwie ein Energy. 60, 70, 80, 90, we gonna creep. Only fucking niggas if you wanna beat 'em down, make we leave them on the ground. Only fucking niggas if you wanna beat 'em down, we leave them. Und das war tatsächlich ein Tag vorm Olympia. Überlegt euch mal, mit was für einer Lockerheit und so ich da reingegangen bin. Und dann hat es damals auf Anhieb den 4. Platz gegeben. Und dieses Jahr denke ich genauso. Ich spaziere da rein. Keine Erwartungen so. Ziele, Top 10 wären natürlich, das wäre legendary. Wenn ich in die Top 10 komme, wäre das auf jeden Fall ein krankes Statement. In Offenbach, also wo wir danach, musst ihr euch das Offenbach-Video reinziehen, wo ich danach stand, mit den Leuten Bilder gemacht habe, da haben wirklich, und no joke, jeder 5. oder jeder 6. gesagt, jo, Flüge nach Vegas sind auch schon gebucht und so. Also bin ich doch nicht so und sag, jo, weil jetzt Person XY gesagt hat, nimm dir lieber Zeit und geh in Aufbau und mach jetzt kein Olympia, werde ich doch nicht die ganzen Menschen enttäuschen, die unter anderem wegen mir da auch hinfliegen und den Supportern das zurückgeben, was ihr mir sozusagen ermöglicht. Das vergessen auch ganz viele, vor allem von den Oldschool-Bodybuildern, dass ohne den Menschen, die den Sport feiern und selbst auch machen, das alles überhaupt nicht möglich wäre und die auch nicht da wären, wo sie sind. Deswegen muss man da immer mit Dankbarkeit entgegengehen. Und die kann ich auf jeden Fall so äußern und so bringen. Dementsprechend wird es eine absolut geile Erfahrung wieder in fucking Las Vegas. Der Roulette-Tisch wird auf jeden Fall aufgesucht danach. Und die $15 Preisgeld, 10 USD, werden auf den Kopf gehauen. Alles auf schwarz. Alles auf schwarz. Und wir hatten letztes Mal, glaube ich, alles auf rot gesetzt. Heute Morgen hatte ich mit Alicia, die, by the way, wir befinden uns wieder optimal, wisst ihr, der Olympia, immer perfekter Zeitpunkt. Jedes Mal hat Alice 2 bis 3 Wochen vor dem Olympia Geburtstag. Also wir befinden uns in der Geburtstagswoche. Markus, der Ehrenmann, hat nicht nur die Kamera heute rangebracht, sondern auch das Geschenkpapier. Das kannst du nicht sagen. Doch. Okay. Klar. Das weißt du auch selber. Das weißt du auch Ich bin selber. immer für dich da, Mann. Das hast du mir das Geschenk auch besorgt. Nee, aber Ein bisschen was musst du noch selber machen. ein bisschen kann ich mich schon ins Zeug legen, das stimmt. Aber ja, das steht auf jeden Fall auch an. Und ansonsten, wo ist Dennis eigentlich, gell? Okay. Aber ich habe auch noch was. Ja. Apropos Geschenke und so, ne? Ich habe dir auch was mitgebracht. Was? Ja, weil guck mal, ey, du warst erkältet und so, das Jetzt. geht doch nicht. Das ist für mich. Ich wollte gerade sagen, ein Club Mate, der hätte mich auf jeden Fall krank gemacht. Ich dachte, ich bring mal den Berliner Vibe Weg! nach Weg mit dem. Heilbronn. Wisst ihr, wie das schmeckt? Geil. Es schmeckt wie eine Mischung aus, oh, du bist ja ein Schatz hier, sogar den Völkel aus dem Demeter-Laden ausgepackt. Damit du ordentlich fresh und gesund bist. Danke dir. Den werde ich mir auf jeden Fall reinheizen. Das würde mich mal interessieren. Was ist deine Meinung zu solchen Energy Shots? Die so, also nicht Energy Shots, sondern so, Ingwer-Shots. ja. Gut, hier den Zutaten kann ich schon entnehmen, Bro. Hast du wirklich klassisch den Völkel Demeter Scam hast du mit eingepackt. Oh. Denn es besteht aus 78% Apfelsaft. Ei. Also wir können das als gutes Intra heute benutzen. Warte mal, ich habe noch was anderes. Hast du es komprimiert, oder? Ja gut, das sieht vielleicht schon ein bisschen giftiger aus. Was haben wir da? Das ist der Immunshot. Sandorn, Salbei, Vitamin C von Krot. Apfelessig, Hagebutte, Salbei, Spitzwegerich. Können wir damit was anfangen? Dann würde ich ja fast schon zu dem hier greifen. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen gepuncht sein, aber letzten Endes, was finde ich am besten funktioniert, ist hochdosiert Zink, hochdosiert Vitamin C, am besten, wenn es geht, intravenös, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ansonsten das Buffered Vitamin C von ESN.
ganz ehrlich, also Real Talk, ich nehme da manchmal einfach einen Esslöffel, also ein Viertel der Packung oder so. Und What the fuck? also 40, 50 Gramm, weil Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin und das wird ohne Probleme über den Urin abgetragen, das was der Körper nicht mehr verwendet. Deswegen habt ihr da keine Nebenwirkungen oder so. Hochdosiert Vitamin D, auf jeden Fall 3-4 Tage richtig hochdosieren, da rede ich auch von 40.000 bis 50.000 Einheiten. Eine Kapsel von unserem D3K2 von ESN hat 3600, also dass ihr mal eine Relation habt. Auf keinen Fall auch einmal die Woche nur nehmen, das Ding. Das bringt gar nichts, wenn ihr, leider muss die DEG da immer so Richtlinien geben, die meistens viel zu niedrig angesetzt sind. Da kann ESN leider nichts für, sondern es wird vom Staat so vorgeschrieben und ist zum Beispiel auch so lustig, in dem Daily darf nur maximal 5 Gramm Glutamin auf eine Portion sein. Man muss halt 2 Portionen, also doppelten Scoop nehmen, dass es passt. Aber so Sachen sind halt, ja, da anders wie bei den Amerikanern halt leider oft so vorgeschrieben. Aber das auf jeden Fall, Zink, Vitamin D3, K2, Kurkumin, morgens nüchtern, wichtig, gut entzündungshemmend. Und dann sage ich noch Magnesium, weil Magnesium wirklich, hat Stefan auch, glaube ich, gesagt, weil über 300 Stoffwechselprozessen oder so verantwortlich ist und generell so ein guter Elektrolythaushalt da auf jeden Fall hilft. Und ja, zudem, wo wir schon bei Elektrolyte sind, natürlich auch genug zu trinken. Das ist A und O, was man aus der Naturheilkunde machen kann. Wo du ja großer Fan bist, ist auf jeden Fall Ingwer, Apfelessig, ich weiß, ist gut gemeint, Bro. Aber ja, puren Ingwersaft, puren Zitronensaft, das gut mischen und dann runter mit der Jauche. Und dann seid ihr eigentlich ja, recht schnell wieder auf den Beinen. Wenn ihr natürlich Verfügung habt, Infrarotkabine, macht es auf jeden Fall, ist mit das Beste gegen virale Infekte. Hat ja Stefan auch erklärt, dass er hier war, was sich von innen die Wärme bildet. Also werde ich da vielleicht sogar nach dem heutigen Training auch noch kurz reinspringen. Weil wie gesagt, Ziel des heutigen Trainings ist es schön, den Muskel aufzupumpen, Blut reinzukriegen, aber nicht irgendwie sich zu hart aus dem Leben zu schießen. Jetzt kommt der harte Cut und dann kommt Rammstein. Ey, es ist gar nicht so weit hergeholt. Ich mit Nasenbluten auf der Beinfresse. Es liegt im Bereich des Möglichen, dass das passiert. Du kennst mich schon so gut. Das ist immer dieses Jahr locker und dann fängt die Maschine an zu laufen. Aber es ist auch gut mal für euch zu sehen, ja, wie so ein Einstieg nach der Krankheit ist. Vor allem das Wichtigste ist auch, hört auf euren eigenen Körper. Das wollte ich dich gerade fragen. Wir wollten eigentlich ja gestern was machen. Da hast du gesagt, ja, lass machen und so. Und dann meinst du, nee, lass lieber heute noch nicht. Und heute sagst du, heute ja. Was ist so dein innerer Gedankengang zu sagen, wann bist du bereit, wann nicht? Weil ich gestern Morgen so mit dieser, weißt du, dieses where the mind goes, the body will follow. Also wo der Kopf sagt, es geht in die Richtung, da geht der Körper auch hin. Und ich bin so voller Euphorie aufgestanden und dachte mir, ja Mann, Junge, ich hab's besiegt. Ich schreib Stefan, ich bin über den Berg, alles gut. Ich gehe runter zu Alicia, sag guten Morgen, Schatz, mir geht's wieder besser. Ich schreibe dir, lass halt drehen. Dann mache ich so eine kleine Runde draußen. Ich denke mir nach so 50 Metern, so ein Opa läuft mit seinem Hund an mir vorbei. Schon so einen Tick schneller und ich denke mir so, war das gerade wirklich eine gute Idee? Gehe dann heim, sag Alicia, Schatz. Ich glaube, mir geht es immer noch nicht so gut. Es ist immer, und genau das ist das, was ich auch ansprechen wollte. Es ist einfach dieses auf den eigenen Körper hören, im Sinne auch von nicht zu überstürzen für uns Bodybuilder oder für uns Kraftsportler, Fitnessleute da draußen. Wir kennen es halt alle, wir brauchen dieses Training und dieses körperliche Aktivieren. Wenn der Körper aber noch nicht bereit ist, dann macht das Ganze keinen Sinn und dementsprechend muss man da auf jeden Fall gut einschätzen, was im Bereich des Möglichen ist. Ich würde jetzt heute nicht sagen, dass ich
zu 110% fit bin. Also wie vorher schon gesagt, wenn jetzt Beine oder Rücken auf dem Plan wäre, da hätte ich auch gesagt, das wird nichts. Aber einen Armpump, glaube ich, der hilft sogar ganz gut, weil ich mich jetzt 4 Tage einfach so ultra wenig betätigt habe und einfach mal ja, so ein bisschen den Kreislauf in Schwung bringen will. Dementsprechend ja, haben wir nur leicht geboostert mit Crank Pump Pro 2.0 und basteln uns noch einen Intra zusammen aus den Elite Aminos, dem guten Glutamin, was auch sehr gut ist. Glutamin hätte ich vorher noch aufzählen können. 3-mal am Tag 15 bis 20 Gramm fürs Immunsystem und einen guten Kreatinstick und dann, hey, was ist denn das hier eigentlich? Das ist also so ein kleiner Sneak Peek, so, reicht schon, weißt schon, weil hier 2, das ist 3, also irgendwas stimmt da doch nicht, weiß nicht. Kannst du dazu was sagen, oder? Der Olympia steht vor der Tür. Es sind ja wie 2,5 Wochen, 3 Wochen. Komm ruhig rein, Schatzi. Ah, hallo. Du siehst bezaubernd aus. Ja. Darf ich dich umarmen? Angestellt? Nichts, du siehst bezaubernd aus. Hast du angestellt? Ich habe gar nichts angestellt. Habe ich was angestellt? angestellt hast? Nichts angestellt. Ich bin bloß nett zu dir, um präventiv... Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, Markus. Wolltest du gerade mit einer... Sieht gut aus und jetzt hat die dich hier kurz von den Latschen gehauen. Das ist ja wirklich total süß von dir. Lass dich erstmal umarmen. Was hast du angestellt? Ich habe gar nichts angestellt. Riechst gut. Dankeschön. Danke. Ich riech schon seit Monaten Scheiße und ich krieg immer nur zu hören, oh, du stinkst, Schatz. Du könntest mir auch mal ein Kompliment geben, dass ich gut rieche. Ja, Aber nein, ich bin dir nicht wichtig genug. ja. Oder ich rieche einfach nichts. So, Alter, trainierst du mit? Arme? Nee. Ja. Was machst du? Rücken. Sonnentor lässt schon etwas Nachhaltiges ahnen. Das passt zu mir als... Wow. Junge. Geil, Mann. Wenn die Sonne für dich strahlt, dann lass sie auch für andere strahlen. Oh Mann. Schatz, du bist so süß. Das ist wirklich... Obwohl es deine Ey, Geburtstagswoche Ohne ist. Scheiß, das Gewürz ist krass im Reis. Ja? Habe ich dir auch schon empfohlen. Ja, dann Ich wusste, dass, koch mal ein Das ist Reis wirklich auf, Bro. geil. wusste, Mann, dass sich danke. der Öko-Freund freut. Dankeschön. Geil. Das ist so Markus. Kräuter der Provence. Ist geil für Gemüsemischung, Kräuter der Provence. Ja, und über Nudeln mit Fleisch. Hm. Aber jetzt gibt es nicht Nudeln mit Fleisch, sondern Trizeps mit Bizeps. Oder? Ich kann auch etwas selber zu mal. Alinche, machst du da gerade Klimmzüge, Alter? Ja, die hört nix. Besser ist es. Seit wann ballerten die Klimmzüge weg? Jetzt wird die in 2 Tagen 27. Alte Frau, alte Dame. Jetzt fängt Moment, dich an. sie geht auf ihre Prime zu. Jetzt fängt dich So an musst du mit das formulieren. Klimmzügen. Jetzt geh mal kurz zu ihr hin und frag, ey, kann ich dich ganz kurz was fragen? Und dann sagt die, ja was? Und dann sagst du, wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn man näher an der 30 ist, als an der 20? Bruder, Komm. die hat mir ein Geschenk mitgebracht. Wenn ich Das du kann wäre. nicht mehr. Ja, komm. Ha? Kann ich dich was fragen? Nee, aber du wusstest eh. Wenn du jetzt, du wirst ja 27. Ja, Wie ist es so, wenn man näher auf die 30 zugeht? scheiße. Ja, ich wollte gerade sagen, die alte Dame fängt jetzt an mit Klimmzügen hier. Scheiße. Gehen ab. ist es. Prime Alicia. Ja. Hey, körperlich bin ich schon 80. Ja, das stimmt. Ich tue weder was sehen, noch richtig hören. Noch richtig. Meine ganze, wie nennt man das? Die 5 Sinne, ich habe vielleicht noch 2 Sinne. Deswegen bist du ja auch mit mir zusammen. Riechen kann sie nicht mehr, schmecken kann sie nicht mehr, Doch, das ist fühlen, das kann sie noch. Nee, Deswegen, nicht. also Finger ja, mit kaputt. deinen Hören behinderten kaputt, Fingern ist das schwierig. Sehen kaputt. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja auch schon off-cam gesagt, ich finde, du hast einen Glow-Up seit einem Jahr. Danke. Du strahlst mir, Der du hast... Botox. Dubai Baby. Hier ist wirklich so. Na, Mann, dass du mir lächelst, wird doch nicht am Botox liegen.
Also du hast mir gesagt damals, ich glaube im Glow-Up, das war eine Woche, nachdem ich das erste Mal Botox gemacht habe. Und das hat mich richtig bestärkt und dann war ich in der Zeit 3 Mal. Scheiße, Mann. Du darfst keinen Botox nehmen? Nee, tatsächlich. Von Stefan oder von wem? Nein, so, Stefan ist der, glaube ich, schmerzbefreit. Aber wenn ihr hier bei mir seht, dieser Muskel ist bei mir zu groß. Also Real Talk. Ich habe hier diesen Stirnmuskel, der ist zu ausgeprägt. Dann hat die Ärztin gesagt, wenn man hier jetzt Botox reinmachen würde, dann würde das scheiße aussehen. Wir gehen einfach morgens einmal mit den rauen Händen, ein bisschen schöner Kernseife und abends einmal übers Gesicht und dann reicht die Sache auch. Weil das Einzige, was gut aussehen muss, sind die Arme. Ich habe ja keinen klassischen Armtag mehr wie früher, zu Bunkerzeiten. Also, ja, wenn es mal diese Special Occasion, meine Anglizismen sind heute auch richtig strong. Eine Scheiße. Ich muss mich auf Vegas vorbereiten, verzeiht's mir. You know, man. You know, man. Yes, man. And now we start with the MTS bicep machine for the first exercise. Nee, Mann, aber jetzt kommt die ganze Spinnerei raus, die letzten 4 Tage nicht da war. Alles, was sich aufgestaut hat, wird jetzt entladen. Wird rausgeraged. Nee, aber wenn es mal einen Armtag gibt, dann präferiere ich das doch, lieber hin und her zu gehen, weil wenn Blut im Arm ist, dann braucht es nicht so weit. Also wäre jetzt was anderes, wenn ich, keine Ahnung, Beinbeuger und hintere Schulter machen würde, zum Beispiel. Sondern hier ist das Blut schon im Arm und es wird dann nur sozusagen, ich weiß, es ist jetzt nicht wissenschaftlich, bla bla, Scheißdreck, wird sozusagen hin und her gedrückt. Hier der Ronny, Wissenschaftsscheiße, hier. Hier diese Scheiße da. Geht ja nicht. Wissenschaftskack. Früher habe ich 20 Sätze, seitdem gemacht, hat auch funktioniert. Ja, jetzt machen wir halt hier 20 Sätze Bizep Curls und dann machen wir Trizepsstrecken am Kabel und dann war's das. Müssen wir nicht alles verkomplizieren. Und zu glauben, dass ich dann in 3 Wochen einfach mit so einem Samson dauernd auf der Bühne stehe. Es freut mich auch echt, die Vergleiche zu sehen. Klar, man ist realistisch, Ja. aber es ist auch geil, das einfach zu sehen. Ich bin voller Vorfreude, sag ich dir. Ich finde es ja auch total süß so von den Leuten, die jetzt nicht so intuit sind und halt große Urs-Fans so und dann halt mir schreiben oder jetzt auch so im Familienkreis so, ja, und jetzt zum Olympia und die 1 holen. Und ich denke mir so, Bro, nein, so alles cool. Freut mich, dass du so supportest und so meinen Rücken hast, aber wir müssen auch mal irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Jetzt in der offenen ist die Zeit auf jeden Fall die, was mir persönlich in die Tasche spielt. Ich glaube, ich bin der Jüngste dort auf der Bühne. Dementsprechend ja, muss ich da nicht zu rushen. Wie gesagt, Top 10 wäre schon mehr als ein Sieg für mich, wirklich. Und ja, mich auf jeden Fall zu sehen neben den anderen Athleten. Also wirklich 1:1 dann Bilder, Videos zu haben, wo ich sehe, okay, das fehlt noch, da kann man mehr hinbasteln, so und so wird es besser aussehen. Und dafür allein schon ist es gut hinzugehen und zu starten. Und der wichtigste Punkt eigentlich, den ich in meinem Insta-Q&A beantwortet habe, den ich hier gar nicht erwähnt hatte im Video vorhin in der Küche, ist dieser Gedanke, ich auch Gänsehaut kriege, auch aufgrund von privaten Dingen im Familienkreis so. Du weißt nie, was nächstes Jahr ist. Du weißt nie, bin ich nächstes Jahr fit genug? Kann ich überhaupt in die USA fliegen? Kann ich den Sport überhaupt noch machen? Habe ich überhaupt die Möglichkeit noch hier? Ist mein Körper gesund? Ist meine Psyche gesund? Und dann zu sagen, ey, ich mache das jetzt nicht, weißt du, das
das würde ich, glaube ich, ein Leben lang bereuen. Auch wenn ich da jetzt sowas von allerletzter wert, das wäre mir also niemals diesen Trade wert, diese Experience erlebt zu haben oder zu erleben. Und lustigerweise, egal wie geil Italien jetzt lief und Deutschland, so platzierungstechnisch, weißt du, an was ich am meisten denke? Ja. So an die Erlebnisse, die wir zusammen hatten. Lustigerweise. Und so geht es mir eigentlich mit jeder Wettkampfreise und jedem Wettkampf an sich. Ich denke im Nachhinein dann, außer ich unterhalte mich jetzt mit Leuten in der Szene oder aus der Szene, dann geht es schon mehr um dieses objektive Bodybuilding, aber wir haben eigentlich immer nur über so die lustige Scheiße geredet, die passiert ist oder irgendwelche Dinge, die man zusammen dort erlebt hat. Und deswegen habt ihr jetzt von mir auch die Antwort hier. Deswegen mache ich den Olympia auch. Und ja, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall mit einer anderen Form und einem anderen Mindset da reingehen, weil dann befinde ich mich auf jeden Fall auf der Jagd und ja, dann geht es richtig vorwärts. Aber ich war immer schon einer, der Step by Step gemacht hat und nach der Step von der Classic weg, den Step erfolgreich in die Offene gemacht zu haben, den nochmal gefestigt zu haben mit einem Doppelsieg, jetzt in den ersten Olympia reinzugehen. Bei der Champions League sozusagen, das ist jetzt der Step und die allen anderen Schritte, die kommen, werdet ihr auf jeden Fall mit begleiten. Deswegen, wir können uns auf jeden Fall auf ein aussichtsreiches Olympia-Wochenende und auf ein noch aussichtsreicheres 2026 freuen. Das könnt ihr bestimmt nachvollziehen oder kennt ihr bestimmt selber. Wenn ihr mal so ein paar Tage krank seid, fühlt ihr euch automatisch so dünn. Es ist gar nicht, weil ihr Muskeln verliert, ihr werdet keinen Gramm Muskeln verlieren, solange ihr euren Eiweißkonsum bzw. eure Proteine deckt. Aber es ist einfach dieser, wie soll ich sagen, dieser Muskeltonus, der mit der Zeit einfach weggeht und man dementsprechend nicht mehr so diese Fülle oder halt dieses Runde in der Muskulatur spürt. Dann kriege ich auch öfters mal eine Nachricht von so gerade Trainingsanfängern, wenn ich dann aufs Profil gehe und die schreiben mir, Alter, ich habe so geil Gains gemacht die letzten 2-3 Monate. Jetzt voll lang krank, schon 10 Tage. Ich habe alles verloren. Ich schreibe nur, Bro, chill, Alter. Du verlierst keine Muskeln, mach dir keine Gedanken. Deck dein Eiweiß, ess Erhaltungskalorien oder halt sei nicht zu hart im Defizit und dann passt die Sache wieder. Leute, ich habe kein Lepra, wenn ihr das denkt. Das sind noch diese Tanning-Überreste. Wir wollten ja auch Alicia ein bisschen entlasten nach den 2 anstrengenden Wettkampfwochen. Dementsprechend seht ihr jetzt mal, wo ich selber beim Duschen überall nicht hinkomme. Ja, in die Achseln. Das ist echt das Nervigste. Und diese Tanning Remover, die ätzen so an deiner Haut. Aber solange die Form sitzt. Ja, Alicia, hast du denn die Dating-Vorschläge der Community gesehen? Ja. Welchen fandst du gut? Ha? Welchen fandst du gut? Ich habe Alpaka-Wanderung in den Bergen bekommen. Jetzt kann man ja ein bisschen Show aufmachen. Das wäre vorher eingefallen. Aber was ich tatsächlich neben Dating-Tipps auch bekommen habe, mehr als DM, als YouTube-Kommentar, ist meine Einschätzung für den Olympia generell. Also, dass ich mal meine Top 10 raushauen soll. Und ja, das ist dieses Jahr extrem spannend durch alle Klassen hinweg. Wir haben auf jeden Fall Chris nicht mehr dabei in der Classic. Wir haben da auf jeden Fall ein spannendes Battle vorne drin, wo ich sagen muss, fangen wir bei der
fangen wir bei der leichtesten Klasse an. Also bei der Men's Physik, leicht im Sinne von Körpergewicht. Muss ich sagen, es wird zwischen Ryan Terry und Ali Bilal. Classic ist tatsächlich brutal von der Dichte der Athleten und von den Athleten, die auch nachkommen. Dementsprechend wird es zwischen Mike auf jeden Fall, Terence und Ramon. Die drei werden sich um die Top 3 battlen. Ich glaube, wer auch vorne mit reinrutscht, ist ein Logan. Bei der Classic ist dieser Peak sowas von entscheidend. Das habe ich vor 2-3 Jahren schon gesagt. Da ist der Peak alles. Wenn der gut hinhaut, dann bist du auf 1. Wenn der scheiße hinhaut, wie bei Ramon letztes Jahr, bist du auf 5 oder 6 oder sogar noch schlechter. Dementsprechend ist die Classic sehr, sehr, sehr stark abhängig vom Peaking. Ist bei der Offenen jetzt ähnlich, aber lang nicht so gravierend wie jetzt in der Classic, weil du da halt nicht diese kurze Zeit noch hast zum Auffüllen. Also ich habe Ramon, Mike, Terence, Logan auf 4. Ne, den Neil habe ich vor ihm. Neil Darwin auf 5. Josema auf 6. Brian habe ich aber dann auf 7. Scheiße, der startet auch. In der Open habe ich auf jeden Fall Samson auf 1, Derek auf 2. Den schreiben gerade viele ab. Habe ich Nick auf 3. Ja, 3 und 4 kann man swappen, aber Hardy auf 4. Dann Martin. Dann Martin Andrew. 5. Andrew 6. Wobei Andrew kann man nie sagen. Ich gehe jetzt halt nach den Athleten, die konstant sind, wo ich weiß, die bringen auf jeden Fall ihre Form. Und wenn die sich verbessern, dann wird das ja auch rewarded. Also dementsprechend weiß man es nicht bei Andrew. Das ist so eine Wunderkiste. Wenn der 100% kommt, dann steht der auf 1. Ich habe gerade so ein richtiges... Ich fühle mich geil mit diesem Gedanke. Du bist einer von 20 von den Besten der Welt. Das ist so das, was für mich immer Olympia ausmacht. Das ist dann ein geiler Gedanke, wenn du so durchgescheucht wirst bei 70 Classic-Athleten oder Men's Physik. Das ist dann eher so Abfertigung und von denen kommen ja die meisten nicht mal, die Top 10 kommt ja nur auf diese Mainstage. Ja. Also das ist dann schon geil, dass du Prejudging und Finals auf der Hauptbühne hast sozusagen. Es gibt wieder Upgrade hier. Ja, es war nicht geplant, bester Mann. Unter anderem die Kurzhanteln hier. Jetzt fragt ihr euch, wo der Mann mit den verrückten Ideen und den Spinners auf den Kurzhanteln. Da ist er. Und es kommt noch eine Dumbbell Preacher Curl. Also. Das ist ja alles für den Bizeps. Klar. So, nächstes Mal, wenn der dicke Rühl kommt, der wollte ja schon hier, wo kann man Preacher Curls machen. Jetzt können wir sie machen zusammen. Das heißt, das gute Stück werden wir im nächsten Video sehen. Genau. Da wird man nächstes Mal Bizeps dann trainieren. Seht ihr mal, immer was los. Halice, liebe Grüße an Dennis, während wir hier schon 5 verschiedene Geräte besorgt haben, habe ich Dennis aufgetragen, eine Tonne zu besorgen, dass wir schon mal die Shaker und die Flaschen draufstellen. 16 Wochen später ist die Tonne immer noch nicht da. Aber immer wieder ein bisschen Müll, den Dennis hier im Studio lässt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Nee, bester Mann. Ich vermisse ihn schon. Echt auch. Also echt auch einen Impact gehabt für die ganze Reise. Wir sind beide so, wir blasen uns da keinen Puderzucker in den Arsch auf Social Media, sondern machen das wie irgendwie Männer untereinander und eine dicke Umarmung gekriegt, so wie auch das Team. Aber ja, der hat auf jeden Fall auch einen geilen Teil dazu beigetragen jetzt für, ich meine, wir kennen uns schon 5-6 Jahre auch, aber jetzt im Sinne kennen von zusammen trainieren, ja, erst die letzten 10 Wochen, 8 bis 10 Wochen so richtig eingespielt. Dementsprechend, ja, ein kurz gewonnener neuer Freund, aber schon tief im Herzen verankert. Also großer Dank auch an Dennis, der mich durch die Trainingseinheiten pusht, wir zusammen Gas geben. Ich freue mich auf die Off-Season, auf seine Vorbereitung auch, auf die gemeinsame Vorbereitung auch, die wir machen. Und ja, auf jeden Fall ein Topmann mit dem Herz am richtigen Fleck. Vielleicht nicht mal ganz den Pfandflaschen oder den restlichen Dingen im Kopf, die er machen muss, aber ja,
Das ist ja das Schöne. Wo der andere Fehler hat, den tut man sozusagen da unterstützen. Man gleicht sich aus. Man gleicht sich aus, genau. Wir gleichen jetzt erstmal noch den Bizeps aus, dann Bitte. sind wir fertig für heute. Gibt es ein neues Gerät hier rein und wir werden dann durch. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange weiter rum, denn nächste Episode geht's los mit... Alice, was war das? Schluck auf! Kannst du das nochmal machen? Ich halte so lange die Kamera auf dich, bis du wieder Schluck auf hast. Ich bin kein Pferd. Ich weiß, dass du dann immer abbrichst. Aber weißt du was? Ich habe heute Demeter-Bananen gekauft. Oh. Ich habe mich so gesund gefühlt wie du. So, was ist eigentlich aus meinem Outro geworden? Ja, gibt nichts mehr hinzuzufügen heute. Das neue Gerät kommt, wir sind raus für heute. Nächstes Mal heißt's, es geht los. Wir kommen nach Vegas und die Olympia Series geht los. In diesem Sinne, wir müssen ja ran ans Gerät. Bis zum nächsten Mal. Ciao.